Where was the rebel fleet? They weren't even trying an assault. They were going to miss a day in history. The downfall of this dynasty, and a new one to take its place. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave them. And enslave the toads too. All the animals would worship him as a god. For he had once been a god. They would willingly give him their blood and their souls. And the world would change. Would become familiar again. Und hier sind wir nun wieder. In Kapitel 5. Nun müssen wir den Imperator töten. Ha. Mal schauen, ob das so einfach ist, wie man es sagt. Renato felt that all the recent fighting had taught him something new, but he couldn't quite put his paw on it. So. Wir brauchen natürlich mehr Truhen, denn wir wollen unser Wasserschwert upgraden und unser leeren Schwert natürlich irgendwann herstellen. Wobei, da fehlen uns nicht mehr so viel. Uns fehlen wirklich nur noch 3 Windextrakte. Dann können wir unser leeren Schwert herstellen. Was natürlich jetzt sehr cool wäre. Bam. Zack. Oh, weg da. Ja. Und zack. Ach, eine perfekte 41er-Kombo. Das war gut. Das war sehr gut. Ich bin stolz auf uns. So, und da sind wir auch schon wieder auf diesem wunderschönen Schiff, auf dem wir schon mal waren. So, und schau mal, was uns hier jetzt so erwartet. Denn diesmal dürfen wir den Emperor töten. Und nicht einfach nur, irgendwas anderes, denn wir wollen jetzt Imperator werden. Wir werden jetzt dieses wunderschöne Krötlein von seinem Thron stürzen und machen uns als Fuchs zum Herrscher. So. Hier lang geht's, denn hier war die Truhe. Die wollen wir haben. Zack. Noch ein bisschen Wasserextrakt, dann können wir bald unser Schwert upgraden. Noch ein paar Kisten. Noch ein paar Kisten. Nichts Sinnvolles. Schade. Egal. Weiter geht's. Oh ja. Also dieser Stein ist so bis jetzt das Sinnvollste, finde ich, den wir vorhin ausgerüstet haben zu Beginn. Also dass Schildträger ihr Schild fallen lassen, wenn wir sie angreifen. Finde ich sehr gut. Muss man echt mal dazu sagen. Hier bräuchten wir jetzt wieder ein leeren Schwert. Haben wir natürlich nicht. Ist natürlich doof. Deswegen, weiter geht's. Das war knapp. Oh, was mach ich denn? Ich war gerade gestunt oder so? Das war ziemlich doof. Warte mal. Ist der jetzt tot? Ja, er ist tot, aber... Komisch, egal. Okay, das gab sehr wenig XP. Hat noch eine sehr schlechte Kombo, muss man dazu sagen. Ja, irgendwie finden wir gar nichts mehr Gutes in den Truhen. Was schade ist. Naja, so ist das Leben. Man kann nicht immer was Gutes finden. Muss man halt mal dazu sagen. Zack. So, ich hoffe, der macht jetzt den Schildträger. Ah, nee, hat nicht ganz funktioniert. Aber er lässt sein Schild fallen, von dem her. Perfekt. Schon wieder nicht so viele XP. Aber wir sind guter Dinge, wir sind schließlich schon Level 11. Was glowing with dark power. Already the sun had dimmed. He could do anything, he realized. He could wrap the island safely in smoke again. He was beyond a hero. He was going to become a god again. How odd he thought that the Iblis Stone had nothing to say about any of this. Well, no matter. Once he killed this petty toad emperor, he would bring back the Black Sun. So. Schauen wir doch mal, ob wir den Emperor schaffen zu erlegen. Und da vorne sehe ich schon sein Schiff.
Okay, das war gut. Wir müssen aber den Magier ausschalten. Zack. Gut. Das war schön. So, perfekt. Ach, das war dumm. Ah. So, sehr gut. Zack, und da sind wir auch schon. Auf dem Schiff des Emperors. Was ist das? Der friert uns wahrscheinlich ein. So sieht der jedenfalls aus. Hexmeister können Gegner verbessern. Und heilen. Okay, das ist nicht so geil. Den müssen wir auch definitiv down kriegen. Aber jetzt haben wir den immerhin kennengelernt. Brennt alle. Aha, das war doof. Hätte ich blocken können. Habe ich aber nicht. Da sind noch welche. Und zack. Perfekt. Und das Tor geht wieder auf. Ja. Ab zum Emperor! Ah! He found the Emperor and the Council huddling by his ship, plotting. They saw him and cowered before him. Back to hell, fiend. Croaked the Emperor desperately. In the name of the Transcendent Emperor! Croaked the Speaker. They held some arcane items he didn't recognize. He simply flexed his will and sucked their souls out of their bodies. And Iblis exulted. It is finished. And the void that had been a mere stone on a sword expanded. It stretched and ripped like a vast womb. And a gaze, black and pitiless as the sun, passed through the void into the land. And so time ended. Renato stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learn another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Und damit haben wir Geschichte Nummer 12 freigeschaltet. Und auch den zweiten von 4, die zweite von 4 Wahrheiten. Und mein Ziel ist es ja auf jeden Fall, mal alle 4 Wahrheiten freizuschalten. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar alle 24 Geschichten. Aber das schauen wir dann alles. Das sehen wir dann. Und nächste Folge widmen wir uns jetzt auch dann direkt der dritten Story. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht irgendwas von den anderen 2 schönen Sachen hinbekommen. Mal schauen. Macht's gut bis dahin. Euer Dace.